Wir fahren weiter. Wir bleiben zunächst noch in der Guadeloupe und fahren von der Île du Gousier auf die Inselgruppe Les Saintes. Wir sind jetzt hier vor Anker in den Inseln Les Saintes bei Guadeloupe. Ein toller Ankerplatz, aber sehr tief. Wir ankern auf 24 Meter Tiefe mit 55 Meter Kette. Mussten noch ein bisschen ziehen, bis er hält, aber jetzt hält er. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt an Land darf. Leider haben wir gar kein Internet, wir können es also nicht einmal überprüfen. Aber es sieht irgendwie toll aus hier. Da rechts von uns ist nochmal ein Ankerplatz. Problem hier ist übrigens, dass es überall Bojen gibt, aber bloß ein paar. Hier zum Beispiel sind es angeblich 11 Bojen. Ja, da musst du Glück haben, dass du mal eine kriegst. Vorne sind ganz viele Bojen, da vorne im Dorf. Aber es ist alles voll, brechend voll. Ich finde aber, dass wir hier ganz geschützt liegen. Draußen waren nämlich sehr viele Wellen, die Wellen waren sehr hoch. Wir hatten auch einen Squall, der hat mich richtig auf die Seite gelegt, sodass sogar das erste Mal das Leddeck ins Wasser getaucht ist. Das ist mir noch nie passiert. War schon kräftig, die Böe. Heute ist Donnerstag, der 17. März. Wir fahren jetzt wieder weg hier nach einer Nacht von den Inseln Les Saintes. Wir waren hier vor Anker mit einer Wassertiefe von 24 Metern. 55 Meter Kette. Es ist gut, wenn man eine Menge hat. Die Nacht war sehr stürmisch. Zum Teil waren hier Böen, da hat es uns richtig auf die Seite gelegt. Und aus dem Grund haben wir schon mal die innere Fock vorbereitet. Gestern sind wir ja auch auf die Seite gelegt worden von einer Böe. Da war sogar das Deck im Wasser, das D-Deck. Also, dass wir die innere Fock setzen und mit der fahren und die äußere dazu nehmen, die Genua, wenn nicht zu viel Wind ist. Also, wir werden sehen, wie das klappt. Ich muss es mal ausprobieren. In der Karibik ankert man oft in sehr tiefem Wasser. Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, dass man auf 20 Meter Wassertiefe ankert. In Les Saintes zum Beispiel hatten wir 24 Meter Wassertiefe. Und da sind die Regeln, wie viel Kette man rausgibt, die man in der Segelschule lernt. Dreifache Wassertiefe, was sowieso nie reicht, oder fünffache Wassertiefe. Die sind dann irgendwie auch nicht mehr anwendbar. Bei 25 Meter Wasser, fünffache Wassertiefe, so 125 Meter Kette, und so viel haben, glaube ich, fast niemand an Bord. Ich selbst habe 70 Meter Kette, 10 Millimeter Kette ist das, und das reicht allemal aus. Ich halte mich an die Regel, die von Sönke Röver mal veröffentlicht wurde, finde ich sehr gut. Das mache ich seit vielen Jahren und es hat immer gehalten, der Anker hat immer gehalten. Und zwar schreibt er 20 Meter auf dem Grund, also die Kette 20 Meter auf dem Grund, plus 5 Meter für die Kurve, plus Wassertiefe. Das macht also bei 25 Meter macht das 50 Meter Kette. Und bei viel Wind statt 20 Meter auf dem Boden dann 30 Meter oder vielleicht auch mal 40 Meter. So, bei 30 Meter Kette auf dem Boden macht das 30 plus 5 sind 35, plus nochmal 25 Meter Tiefe, das sind 60 Meter Kette, und das reicht vollkommen aus. Man sollte also das mit der Kette und dessen Gewicht nicht unterschätzen, weil das hält natürlich bei sehr großen Tiefen auch zusätzlich noch gut. Und die Ankerbinde muss natürlich auch schaffen, diese Kette wieder an Bord zu kriegen. Von den Inseln Les Saintes fahren wir jetzt weiter an der Westküste von Guadeloupe entlang bis zu einer Bucht Bouillante südlich der Insel Pigeon Island. In Guadeloupe fahren wir jetzt in eine kleine, schöne Ankerbucht. Bouillante heißt sie hier. Sieht sehr hübsch aus und ist nicht sehr voll. Überhaupt nicht voll.
Leider regnet es sehr viel in Guadeloupe, aber es gibt immer schöne Regenbögen. Hier ist übrigens ein doppelter, wenn man ganz genau hinguckt, ist über dem ersten Regenbogen noch ein zweiter. Am nächsten Tag, am 18. März, fahren wir weiter von Bouillante nach Thésée. Und wir sind jetzt hier gerade im Naturreservat, Jacques Cousteau Naturreservat. Hier links ist Pigeon Island, ein Taucherparadies. Da darf man auch nicht ankern, sondern da dürfen nur Tauchfahrzeuge festmachen an den Bojen. Wie man hier sieht in den Bergen, immer schwere Wolken und es regnet 5-mal die Stunde. Schwere Regenfälle, jetzt geht es auch gleich wieder los hier. Die Wolken bleiben in den Bergen hängen wahrscheinlich und regnet sich ab. Und dann natürlich auch über dem Ankerplatz. Wir fahren weiter an der Westküste von Guadeloupe in die Anse d'Aix. Wir sind jetzt in d'Aix angekommen. Viele Ankerlieger hier. Die ganze Bucht ist voll, Wahnsinn. Und sehr starke Fallböen. Aber okay. Wir sind hier auf 10 Meter Wassertiefe mit unserem Anker. 35 Meter sind jetzt drin, 40 werden es werden am Ende. Das ist schön hier. Hoffentlich regnet es nicht so viel. Es sind Delfine in der Bucht und wir werden darauf hingewiesen und das heißt, wir können ruhig tauchen. Ah, da versucht einer mit den Delfinen zu tauchen. Ich weiß nicht, ob die das mögen, ehrlich gesagt. Dieser Segler hier aus Pointe à Pitre, die hatten ein Problem mit ihrem Propeller. Der Propeller ist abgefallen. Sie sind draußen hin und her gefahren vor dem Ankerfeld und haben die Seenotrettung geholt mit der Bitte, dass die Seenotrettung sie reinschleppt ins Ankerfeld und da den Anker wirft. Das haben die auch gemacht. Nach ein paar Stunden waren sie schließlich da, haben ihnen 2.000 € dafür abgenommen. Und jetzt liegen sie direkt vor uns mit 60 Meter Kette auf 10 Meter Wasser. Ich habe den Anker abgetaucht, der liegt einfach nur auf dem Grund. Er sagt, nee, der Anker hält sowieso nicht, die Kette hält. Er weigert sich auch, sich abschleppen zu lassen und eine der Bojen zu nehmen, die vorne frei sind.
Er sagt, er geht dann nicht mehr weg, weil er hat schließlich 2000 Euro bezahlt und ich kann ja verschwinden. Langsam treiben sie auf uns zu, das interessiert die überhaupt nicht. Die sind dann abgereist, haben das Boot liegen lassen und kommen wieder, wenn der Propeller montiert ist. Wir waren schließlich gezwungen, mehr Kette zu geben, weil die waren ja schließlich abgereist, waren ganz dicht vor uns. Am nächsten Tag mussten wir sie mit 2 Schlauchbooten beiseite schieben, damit wir unseren Anker heben können, weil die Kette ging unter ihnen durch. Also solche Leute gibt's. Und am Dienstag, 22. März, haben wir jetzt direkt hier von dem Ankerplatz in Désé, Guadeloupe. Es war total verregnet gestern, es war eine Katastrophe. Und jetzt fahren wir rüber nach Antigua. Das Wetter scheint ganz schön zu sein, also im Moment sieht es gut aus. In diesem Jahr ist es auffällig, dass die klimatischen Verhältnisse sich schon geändert haben, weil normalerweise ist die Regenzeit im Februar vorbei, aber wir hatten starke Regenfälle, starke Squalls noch im März und auch im April noch. Ganz ungewöhnlich. Ich habe Leute getroffen, die in Guadeloupe zum Beispiel leben seit vielen Jahren oder Jahrzehnten und die haben berichtet, dass sie es noch nie erlebt haben, dass es so viel geregnet hat. Und auch wir sind erstaunt, an manchen Tagen es ist unglaublich, was da an Regen runterkommt, obwohl wir mitten in der Trockenzeit sind. Also das sind schon Auswirkungen, würde ich sagen, des Klimawandels, die man da ganz stark bemerkt. Von DE fahren wir jetzt wieder weiter nach Norden, nach Antigua in die Freeman Bay. Das ist direkt außerhalb in der großen Bucht vor Nelsons Dockyard. Hier draußen vor Anker ist es relativ voll. Wir sind dort irgendwo in der Mitte, wird man kaum sehen. Der Nachteil in dieser Bucht ist, dass die Winde um den Berg drehen, die Schiffe drehen sich hin und her. Auch ein bisschen Strömung hat es wahrscheinlich. Und vor allen Dingen, wenn der Wind dann weg ist, ist das ein bisschen unkontrollierbar. Wir sind hier in der Mitte zwischen den anderen. Und da kommt der nächste rein. Mal gucken, wo der hingeht. Der Ankerplatz ist hier sehr, sehr voll. Wir werden sehen. Wir sind jetzt hier in Nelsons Dockyard, diese wunderschön hergerichtete alte Anlage, ganz bekannt, berühmt, wird viel besucht von außerhalb, von Touristen. Es ist wirklich wunderschön hier. Da liegen zum Teil unglaubliche Yachten. Das ist eine tolle Yacht hier. Sagenhaft. Schon ein toller Hafen. Die lange Yacht dort in der Mitte könnte fast eine J-Klasse-Yacht sein. Leider steht kein Name dran, kann ich nicht sehen. Im inneren Bereich wird geankert, beziehungsweise man liegt an Bojen. Und hinter dem Schiff, was jetzt gerade vorbeifährt, sieht man ein altes, heruntergekommenes, wahrscheinlich verlassenes Schiff in den Mangroven, vermutlich übergeblieben von einem Hurrikan. Oben auf dem Hügel oberhalb der Freeman Bay sind Shirley Heights. Da gibt es immer wieder Veranstaltungen mit Live-Musik. Man bekommt was zu trinken, es gibt Barbecue. Es macht großen Spaß, ein bisschen Eintritt muss man bezahlen.
Und wir sind hier mit unseren Freunden von der Tangaroa und von der Lilly, die wir hier wieder getroffen haben. Wir genießen die Live-Musik und natürlich den Sonnenuntergang über der Freeman Bay. Heute Morgen haben wir fluchtartig den Ankerplatz in der Freeman Bay verlassen, weil nachts war der Wind weg, er hat gedreht und so weiter. Die Boote haben sich alle gedreht in alle möglichen Richtungen und es gab eine ziemliche Annäherung an das Boot von der Rahn 2. Dann sind wir heute Morgen losgefahren, das ging einfach nicht mehr so weiter. Wir fahren hier an der Westküste entlang. Es ist ein tolles Wasser. Außen herum um ein langes Riff, rein in eine große Bucht. Wir sind jetzt hier in Jolly Harbour. Das Wasser ist flach, tiefblau. Es sieht wirklich wunderschön aus. Und eventuell sind vorne sogar auch noch die Freunde von der Flip-Flop auf der Durchreise. Ich hoffe, wir sehen sie noch. Tolle Farben hier jedenfalls. Es gibt gleichmäßig 4 Meter Wasser. Wir fahren langsam zu unserem Ankerplatz. Es ist einfach fantastisch. Hier in dieser großen Bucht liegt man toll in Antigua. Wir werden uns aber weiter verholen in die nächste Bucht. Dazu aber mehr im nächsten Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt dran. Bis dahin und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao von der Coco.